Einer der größten Fehler, die wir immer wieder sehen, ist eben nicht auf Reviews von Benutzern deiner App zu reagieren. Wie du das umgehen kannst oder sicherstellen kannst, dass du immer alles mitbekommst, darum geht es im folgenden Video. Hi und herzlich willkommen zu Wissen rund um die Apps mit Jamit Labs. Wie gerade schon gesprochen, eine der Themen, die wir immer wieder sehen, beziehungsweise in den Gesprächen mit unseren Kunden auch immer wieder aufbringen, ist die Wichtigkeit, wirklich auf die Reviews der Kunden einzugehen, die im App Store und im Google Play Store abgegeben werden. Es sind Themen, die erst seit ein paar Jahren überhaupt möglich ist. Als das Ganze losging, gab es überhaupt gar keine Möglichkeit, auf Reviews eben zu antworten. Es ist mittlerweile gegeben und auch wirklich essentiell wichtig, das zu tun. Ganz klar, bei positiven Bewertungen ist natürlich toll, wenn man einfach dann eben auch nochmal drauf kommentiert, dass man sich darüber freut und Ähnliches, weil das eben nach außen sehr, sehr gut aussieht. Aber natürlich geht es hauptsächlich um neutrale oder vielleicht auch leicht negative oder generell negative Kommentare, weil im Grunde die Menschen einem ja eben auch ein bisschen Feedback mitgeben möchten. Das heißt, zum einen kann man dort ganz, ganz häufig Dinge rausnehmen an Wünschen, Feature-Wünsche, was also in der Zukunft vielleicht am besten noch in die App rein soll. Ich bekomme aber halt eben auch mit, wenn mal irgendwas nicht sauber funktioniert oder Ähnliches, was man nach Möglichkeit natürlich immer versucht zu vermeiden. Aber ja, Software kann im Grunde natürlich auch mal einen Bug haben oder Ähnliches, gerade weil es wirklich super viele unterschiedliche Geräte eben da draußen gibt. Da kann dann sein, dass das, was weiß ich, was Schlag-mich-tot-Telefon mit Softwareversion 23.15 eben ein bisschen anders reagiert als der Rest. Und das muss man eben mitbekommen und dann eben darauf reagieren zu können. Deswegen sind wir im Grunde mit unseren Kunden da auch sehr akribisch im Gespräch, um halt eben da die Wichtigkeit eben auch mitzugeben, dass ich hier halt eben drauf schauen kann. Und dann kommt recht schnell eben die Frage auf, ja, das ist ja ein Monsteraufwand, da immer zu gucken, was so an Reviews reinkommt, weil leider beide Stores jetzt nicht irgendwie per E-Mail oder Ähnliches benachrichtigen, wenn neue Bewertungen da sind. Es teilweise sogar so ist, dass man quasi selbst, wenn man im Store schaut, dann vielleicht nur Bewertungen von einem Land angezeigt bekommt. Also es ist gar nicht so einfach, das alles zu sehen. Und da gibt es verschiedene Helferlein, die wir auch sehr, sehr gerne einsetzen. Wir haben da bei uns zum Beispiel ein Tool im Einsatz, das nennt sich AppFollow, kann ich jedem nur empfehlen, gibt es aber auch verschiedene Derivate, wo ich im Grunde meine Daten hinterlege und damit dann eben mitbekomme, wenn neue Rezensionen reinkommt. Das Ganze lässt sich verknüpfen mit anderen Systemen, also ich kann zum Beispiel eine E-Mail triggern. Wir bei uns haben im Grunde eigentlich immer für jedes Projekt haben wir in unserem Team-Chat, wir benutzen Slack zur Kommunikation, einen eigenen Channel für Reviews, wo automatisch diese Reviews reingepostet werden. Auch generell Updates im App Store an dieser App und so weiter, kommt da alles rein und damit geht dann nichts unter. Das heißt, ich kann je nachdem, was ich denn alles mit dieser App tue, das zum Beispiel auch verknüpfen, dass ich das gleich in eine Art Helpdesk-Software eben reinpushe, also dass dort Tickets entstehen, die dann auch jemand zugewiesen sind, dass die auch wirklich abgearbeitet werden. Das heißt, du musst im Grunde einfach schauen, wie bei dir in der Firma ein Prozess sein könnte, wer dafür zuständig ist, dass es wirklich sauber gegliedert ist, mit demjenigen natürlich auch durchgehen, wie soll denn geantwortet werden, welche Prozesse werden ausgelöst, wenn jetzt hier eben zum Beispiel Feedback kommt für neue Wünsche oder Ähnliches. Das musst du also einmal sauber definieren und dann implementieren, damit hier wirklich nichts mehr untergeht. Hat im Grunde nach außen den Riesenvorteil, dass es halt eben super gut auf die Leser von den Rezensionen wirkt. Bei allem, was positiv rezensiert wird, sieht es eben schön aus, wenn hier geantwortet wird. Man sieht, okay, der Hersteller legt da Wert drauf, er möchte hier in die Interaktion gehen. Ich bin dann vielleicht auch mal gewillt, eher noch mal was mehr zu schreiben, weil ich sehe, es wird gelesen. Und bei allem Negativen kann ich im Grunde das sehr häufig abfangen, indem ich dann zum Beispiel eben reinschreibe, vielen Dank für das Feedback, schauen wir uns gerne an, werden wir schnellstmöglich lösen. Also im Grunde irgendwas das Ganze ins Positive drehen. Weil es da auch verschiedene Studien gibt, die einfach nachweisen, dass eben gar kein Kundenkontakt eine schlechtere Kundenbeziehung eben ausmacht, als ich habe einen negativen Vorfall gehabt, der ins Positive gedreht wurde, weil er gelöst wurde.
Deswegen ganz wichtig, lass das nicht einfach so dastehen, weil Rezensionen wirst du so oder so bekommen, sondern zieh daraus deine Schlüsse, hol dir Input raus und kommentier's, um dann halt eben auch eventuell negative oder neutrale Themen dann einfach nochmal zu drehen und ja, deine Nutzer von dir zu überzeugen. Ja, also kann ich nur sehr, sehr empfehlen, haben wir die Erfahrung gemacht, das lohnt sich total. Wie du das am besten so systematisiert, dass dir da halt wirklich nichts mehr untergeht, mit welchen Tools du das am einfachsten machst, was du deinen Mitarbeitern mitgeben solltest, wie sie darauf reagieren und so weiter. Das können wir im Grunde am einfachsten mal in einem gemeinsamen Gespräch erörtern. Da können wir dir gerne Tipps mitgeben. Von dem her melde dich ganz einfach bei uns. Entweder hier unter dem Video findest du mit Sicherheit einen Link zu unserer Seite und da einfach auf das Kontaktformular gehen. Dann sprechen wir einfach mal kostenlos miteinander und können einfach deine Situation mal durchgehen und dir Tipps dazu geben. Das war es im Grunde schon. Das wollte ich dir einfach mal mitgeben. Eine der wichtigsten Themen, die wir immer wieder merken, diese Interaktion mit den Nutzern deiner App. Lass es gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.